Ja, wie ist es, wenn man an den Start fährt? Man ist aufgeregt wie Sau. Also man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man so auf die Stage zurollt. Der Blick wird kleiner. Man hat wirklich wie so einen kleinen Tunnel vor sich. Man vergisst alles andere um sich herum und es ist echt sehr aufregend. Ja, hallo, mein Name ist Patrick, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Berlin und ich zeige euch heute meinen Opel Astra und meinen Opel Corsa. Mein Opel Corsa ist für die Viertelmeile gebaut, bedeutet möglichst viel Leistung, möglichst wenig Gewicht. Das Fahrzeug haben wir mit einem Allradsystem ausgestattet. Es ist ein 2 Liter 16 V Turbomotor verbaut, der bei 2,6 Bar 803 PS und 912 Newtonmeter leistet. Und ja, fährt ganz gut. Ja, angefangen hat alles 2008 mit dem Erhalt meines Führerscheins. Da hat mein bester Kumpel Romano sich einen Golf 2 GTI gekauft mit 107 PS. Ich wollte natürlich mitziehen, habe mir damals einen Astra GSI 16V gekauft mit 150 PS. Ja, damit bin ich ihn dann ganz schön übers Dach gefahren. Dann hat er angefangen, seinen Golf umzubauen auf G60 damals mit knapp 300 PS. Ja, dann ging das ganze Spielchen wieder von vorne los. Ich also wieder mein umgebaut auf 16V Turbo. Ja, und so hat sich das die Jahre immer weiter hochgesteigert. 2017 bin ich mit dem Astra dann mit 712 PS in Alkersleben beim King of Germany eine 10er Zeit gefahren. Das war so immer mein Traum gewesen mit dem Fahrzeug. Und da habe ich mich dann entschieden, das Fahrzeug nicht mehr für die Viertelmeile zu benutzen und ja, es wieder zum Straßen-Serienzustand zurückzubauen, ja, dass ich einfach mehr Spaß mit dem Auto habe und ja, mich dann dazu entschieden, ein zweites Projekt anzufangen, einen Rennwagen, der dann quasi nur für die Viertelmeile gebaut wurde. Yeah. Das erste Mal bin ich 2008 Viertelmeile gefahren mit meinem Astra GSI 16V. Einmal an den Start gegangen, Kupplung fliegen lassen, ja, schon war das Getriebe hin und da habe ich gedacht, so, ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich baue ein neues Getriebe ein, starte nochmal neu. Ja, und dann war irgendwie die Sucht, ne, immer schnellere Zeiten, schnelleres Fahrzeug. Man will eine 15er Zeit fahren, man will irgendwann eine 14er Zeit fahren, dann wollte ich die 13 sehen und so ging es dann immer weiter. Den Corsa habe ich vor 3 Jahren als Rolling Chassis gekauft, sprich Karosserie mit Achsen, Rädern.
Hatte ich damals von TR Racing Thomas Rümmler gekauft, mir damals einen sehr guten Preis gemacht für die Karosse. Und da ich keine Lust hatte, komplett von Null anzufangen, habe ich gesagt, okay, das ist eine gute Basis. Und ja, jetzt habe ich die letzten 3 Jahre das Auto immer weiter verfeinert, leistungstechnisch ein bisschen besser ausgebaut. Und ja, mit dem Fahrzeug starte ich jetzt. Ich habe die Karosserie dann einmal komplett nackig gemacht, angefangen die Achsen nochmal umzubauen, Sturzkorrekturbuchsen zu verbauen, das Fahrwerk anzupassen, einen Tank zu schweißen. Als Motorbasis habe ich den C20 XE Motor genommen, den hat der Opel von 88 bis 94 verbaut in den Fahrzeugen, hat Serie 150 PS, habe dann einen großen Turbolader raufgebaut, ja, und dann den Motor nach allen Künsten verfeinert, andere Pleuel, andere Kolben, Kolbenbodenkühlung, Blockverstärkungsplatte. Zylinderkopf wurde komplett umgebaut, andere Nockenwellen, mechanischer Ventiltrieb, andere Ventilsitzringe, andere Ventilführung. Ja, und halt alles rauszuholen, was man aus so einem Auto rausholen kann, beziehungsweise aus so einem Motor. Das Abgassystem hat mir der André von Motorcrep gebaut. Er hat hierfür einen Flansch und einen Sammler aus dem Vollen gefräst und mir die Abgasanlage für einen sehr, sehr guten Preis gebaut. Mein Kumpel Patrick Giesler aus dem Schwarzwald, alias Giesling Motorsport, hat sich bereit erklärt, sich um die komplette Elektrik zu kümmern. Er hat mir die ganze Hardware besorgt, die Verkabelung gemacht und letztendlich auch die finale Abstimmung vom Fahrzeug. Ja, beim Allradantrieb habe ich dann auf das VW 4Motion zurückgegriffen. Einfach aus dem Grund, dass das Opel Allrad sehr selten ist, sehr teuer geworden ist und auch nicht so viel Leistung aushält. Bedeutet, wir benutzen hier einen VW 02M Getriebe, was wir an den Opel Motor adaptiert haben. Dazu wurde eine Adapterplatte angefertigt, ein Schwungrad angefertigt. Als Kupplung fahren wir eine RCS 200 Zweischeibenkupplung von Sachs. Und Hinterachse ist quasi vom Calibra Turbo. Und in der Mitte sitzt die Haldex von VW. Bei der Vorderachse haben wir einen Corsa C Fahrschemel verwendet und ja, das Ganze mit einem Gitterrohrrahmen ergänzt. Bei der Sicherheit haben wir eine Feuerlöschanlage verbaut. Wir haben einen feuerfesten Rennanzug, natürlich einen Helm, einen Bremsschirm, einen Notausschalter für die Elektrik innen und außen. Die Feuerlöschanlage ist ebenfalls von innen und außen zu betätigen. Makrolonscheiben, ja, und natürlich Hosenträgergurte. Als Anzeige benutzen wir einen EMU ECU Master Display, nennt sich ADO 7. Auf den können wir uns alle Werte anzeigen lassen, Drehzahl, Schaltblitz, Kraftstoffanzeige. Dann haben wir die Abgastemperatursonden für jeden Zylinder und die Gemischaufbereitung als Lambda-Wert. Als Turbolader benutzen wir einen Borgwarner S369 Lader. Der hat bei 2,65 Bar jetzt 803 PS am Motor gedrückt. Wir benutzen ein wassergekühltes Ladeluftnetz von Garrett und haben dazu noch einen Tank gebaut, der auch ca. 20 Liter Fassungsvolumen hat, wo wir zusätzlich noch Eis reinpacken können, um die Ladeluft noch zusätzlich ein bisschen runterzukühlen. Dann benutzen wir von P Motorsport eine Ansaugbrücke, die eigens für den Motor angefertigt wurde. Das hat dann auch im Zusammenhang mit dem Patrick Giesler stattgefunden. Ja, das ist eine sehr geile Brücke, bin ich sehr zufrieden mit.
Ja, Viertelmeile fahren an sich, also wer es noch nicht gemacht hat, ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Es gibt regelmäßig Treffen in ganz Deutschland, wo man auch mal selber fahren kann, auch mit seinem Serienauto. Ja, und letztendlich ist es eine riesengroße Familie. Man trifft sich, man macht Party zusammen, man quatscht über die Autos. Und wenn man fährt, ist es halt Adrenalin pur, ne? In so einem kleinen, leichten Auto innerhalb von 10 Sekunden auf 230 km/h zu beschleunigen, das ist halt ein anderes Level. Das wird man, glaube ich, mit einem AMG oder irgendwas nicht vergleichen können. Ja, leistungstechnisch ist noch einiges möglich, sagt mein Abstimmer. Also der Turbolader kann wohl 1000 PS. Ja, werden wir mal schauen. Wir wollen erst mal fahren lernen mit dem Auto und später können wir die Schraube immer nach oben drehen. Ja, großes Ziel ist es, mit dem Fahrzeug eine 9er Zeit zu fahren. Wir haben jetzt bei den ersten Startversuchen direkt die 10 geknackt. Jetzt haben wir ein kleines Problem mit dem Getriebe gehabt, und zwar, dass der zweite Gang nachgegeben hat. Da werden wir im Winter uns mal Gedanken zu machen, weil wir derzeitig noch ein Seriengetriebe fahren, dass wir entweder das Seriengetriebe verstärken oder vielleicht auf ein anderes Getriebe umsteigen. Ja, für alle, die sich fragen, ja, warum das Auto keine Haube drauf hat: Mein Kumpel Gunnar baut mir aus Vollcarbon eine komplette Front. Die soll am Ende so ca. 7 Kilo wiegen. Und er übernimmt auch alle Arbeiten am Fahrzeug, die mit Carbon zu tun haben. Die Front wird dann mittels Schnellverschluss am Fahrzeug angebracht, wird quasi vorne in die Haken eingehakt und hinten mit 2 Druckknöpfen befestigt. Das machen wir so, um möglichst schnell die Front ab und wieder rauf machen zu können. Einfach, wenn man jetzt am Start nochmal was checken muss, nochmal schnell ran muss an den Motor, dass wir da möglichst flexibel sind. Ja, Danksagung. Ich bedanke mich erstmal bei meinem besten Kumpel Romano Veronelli, Autoservice Bernau, mein Kumpel Patrick Giesler, Giesling Motorsport, mein Kumpel Krepp, alias Motorkrepp, mein Kumpel Gunnar für die ganzen Carbon-Geschichten, natürlich meine Freundin, dass sie meine Laune mal trägt, meine Kumpels und meine Arbeitskollegen, dass sie sich jeden Tag meine Quatsche anhören müssen, ja, und bei der Familie natürlich auch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne was in die Kommentare, ich beantworte es auch, und ja, abonniert den Kanal und wir sehen uns auf der Meile.